So, ich mache mal meine Hose noch schnell zu. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei Abgefahren. Heute zu unserem Weihnachtsspecial hier brandheiß, brandweihnachtlich nah, weil heute ist nämlich der 24.12. Ja. Wir versauen uns gerade den Vormittag, haben wir uns erklärt, weil lange schlafen können ja andere oder können wir morgen auch noch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal ein kleines Weihnachts-Roomtour-Special auf besondere Frage und Hinweise. Ne? Wir haben ja so die ein oder anderen Fragen schon gekriegt in dem letzten halben Jahr. Oh, wann könnt ihr mal was machen über den MAN von dir? Den haben wir ja noch nie so genau gesehen. Also haben wir gestern Abend bei einer Glühweinrunde uns committed und dazu entschieden, ja, wir holen das Ding einfach mal so staubig wie es ist. Man sieht noch die Fliegen aus dem Sommer hier hängen. Ne? Und der war jetzt ein bisschen in unsere Auslieferungshalle eingelagert und wir haben uns jetzt dazu entschieden, den heute früh mal in Bewegung zu nehmen, um einfach für euch so als kleines, vielleicht Weihnachtsschmankerl über das Thema und über die Karre mal zu reden, ne? Weil die hat ja noch keiner, außer von außen so ab und an mal auf der einen oder anderen Veranstaltung, noch keiner so genau inspizieren dürfen. Ne? Ja, den Rico habe ich aus dem Bett geschmissen, der wirkt noch ein bisschen klamm. Ne? Es war halt gestern ein Becher Glühwein zu viel. Ja, oder? Ja, war gut. Oder zwei. Ja, war gut, muss ja auch mal sein. Ne? In der heutigen Zeit. So, die Heizung läuft, macht hier ein bisschen Geräusche. Wir haben, weil es war hier relativ kalt die letzten Tage. Ne? Wir hatten -8, -9 Grad. Genau. Und auch in der Halle wird es dann schon so kaum über Null, weil die nicht beheizt ist, und da haben wir gesagt, wir beheizen dann auch mal, dass wir da drin nicht so frosten und unseren Atem sehen. So, MAN hier, ja Rico, du kennst das Auto ja auch schon ein bisschen, ne? Ja. Wir haben ja so eine MAN-Reihe und wenn du das Zeug und jeden Tag dran vorbeiläufst, dann ist das irgendwie so wie jeden Tag auf dem Flugfeld hin und her laufen und die ganzen großen Flugzeuge sehen. Also es wird so ein bisschen langweilig irgendwie. Ja, langweilig nicht, aber zur Alltag. Gewohnheit. Es wird Genau. halt zur Gewohnheit und zum Alltag, und dann ist es jetzt gar nicht mehr so besonders, wenn du jeden Tag damit zu tun hast. Wir haben ja so eine MAN-Reihe hier drin aufgebaut gehabt. Der eine oder andere bei den anderen Videos hat uns ja schon darauf angesprochen, was das da für MANs sind da hinten in der Ecke. Also tatsächlich haben wir aus dieser oder ähnlicher Modellreihe momentan wie viel auf dem Hof? Diesen hier 1, 2, 3, 4 glaube ich. Vier aus der Stück, Modellreihe F90, F2000 und wir haben auch noch einen F09. Das ist die Vorgängerreihe, also der Classic Liner von Phil und Caro, hat der eine oder andere vielleicht auch schon bei der Sunnyside gesehen. Den gibt es auch noch, also das heißt, wir sind tatsächlich, L2000 haben wir natürlich auch noch 2 oder 3. Ja. Ne? Dann MAN-VWs ab und an mal einen. Also das heißt, wir sind auch auf der MAN-Seite. Oder natürlich hier, vielleicht machen wir mal einen kleinen Schwenk darüber, da gibt es ja auch noch das ein oder andere MAN-Cuts. Ne? In verschiedener Auslage und Ausformung haben wir natürlich auch noch. Ja, wir wollen jetzt mal hier drum gucken, weil dieses Auto natürlich, ich nenne es ja liebevoll die Pizza. Weißt du überhaupt, warum ich den die Pizza nenne? Nein, das hast du mir noch nie verraten. Ja, ne? Also der hat ja keinen Namen vorne sichtlich, weil ich habe mir so gedacht, der müsste sich seinen Namen verdienen, aber er hat ihn sich eigentlich längstens verdient, und ich habe den irgendwann mal Pizza genannt, weil auf eine Pizza ja im Ursprungsgedanken der Pizza immer nur das drauf gekommen ist, was übrig war am Tag zuvor. Ne? Und so ähnlich ist es, wenn ich es ganz gerade raus sage, bei dem Auto ja auch passiert. Das heißt, ich habe immer irgendwas gefunden, was wir noch übrig hatten, und habe überlegt, wo ich es dran baue, und dann ist es hier dran gekommen. Das nur zum Mut machen, weil auch wenn du beim Kochen Reste verwertest, kann es am Ende ganz gut schmecken. Ne? Das ist so eine Erkenntnis des Ganzen, weil viele sagen, oh, das sieht ja ganz cool aus, was haben wir da gemacht, was ist denn das überhaupt genau? Ne? Das Fahrzeug ist selber, wir können es vielleicht mal in einem kleinen Punkt noch einblenden, vom Typus her ein MAN F90, ich habe das schon vorhin gesagt. Ist so die große MAN-Baureihe, die gefolgt war, also der Nachfolger vom F09 als F90. F90 gab es also vom Baujahr an, so Anfang der 90er, 91, 92, hat man die im Straßenbild angefangen zu sehen. Mein Fahrzeug hier, der Bauweise ist ein 93er, also Baujahr 93 tatsächlich oder Ende 93. Und es hat mit dem Erscheinungsbild von vorne relativ wenig zu tun, wenn man es sich genau anguckt. Ich denke, wir gucken mal auf eine Originalfront dann noch.
sieht man hier die modernere Niere, die Jawohl. so dem Euro 5 moderneren Modellen entliehen wurde. Und der Hintergrund dafür ist einfach, da war mal durch eine vorgehende Modifikation unter dem Riffelblech ein Versuch von uns platziert mit 2 Scheinwerfern, der dann optisch nicht mehr so gut gefallen hat. Und dann hat man sich überlegt, wie man das vielleicht ein bisschen kaschiert. Und dann ist eben diese recht moderne Niere da drauf gewandert, die für dieses gesamt modernere Erscheinungsbild der Indikator oder auch den Eindruck vermittelt, als ob das vielleicht ein Fahrzeug der Neuzeit ist. Nein, ist es nichts. Es wird tatsächlich in Kürze auch schon 30 Jahre alt. Also hat grundsätzlich mal Oldtimer-Status. Den kriege ich natürlich hiermit nicht hin, weil das hat wenig mit dem Oldtimer zu tun, so viele Modifikationen, wie da dran sind. Ja. Aber so alt ist es tatsächlich schon. Ne? Aber was war es vorher? Ja, vorher natürlich über die Geschichte, gut, dass du fragst, Rico, über die Geschichte sollten wir mal reden. Also das Fahrzeug ist mir zugelaufen 2009. Es war im ersten Leben eine Sattelzugmaschine, eine Allradsattelzugmaschine mit dem Radstand 3,85 Meter oder 3,89 Meter. Eine längere Radstandsvariante mit einer Sattelplatte drauf. Und zwar war es auch kein Feuerwehrfahrzeug, sondern es war ein zivil genutzter LKW einer fränkischen Zuckerrübenfabrik. Ne? Der hatte also im Ursprung auch mal die Farbe Blau. Und der Ursprungsgedanke des Fahrzeuges selber war, weil es war vom Typenbezeichnung her, ist es im Ursprung ein 19422. Heißt Rico, wir haben ja schon ein paar so Serien gemacht. 19 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Richtig. 220 4, PS. 4, 4, 2, 2. Ach, 422. Ja, Okay, 4, dann 2, 2. Ne? 420 PS. Genau. Der hatte also original tatsächlich schon 420 PS. Ich fand das ganz cool. Ne? Endlich mal eine Karre kompakt mit ein bisschen Leistung, weil Ja. die Idee daran vor 10 Jahren war, und so war auch sein erstes Leben, habe ich auch noch 1, 2 Bilder, vielleicht kriegen wir es hin. Der war nach dem Blau im Ursprung mal rot und hatte einen technischen Aufbau, auch einen Shelter drauf. Und die Idee war dazu, dieses als Service- oder Schnelleinsatzfahrzeug oder auch so als knackiges Race-Trackchen oder Race-Service-Trackchen zu verwenden, mit denen wir unsere Nordafrika-Rallye unterstützend begleiten können oder eventuell auch fahren können. Ne? So, was ist dann passiert? Das liegt ja schon deutlich über 10 Jahre zurück. Es ist Folgendes passiert. Wir haben das 1, 2, 3, 4, 5 Mal eingesetzt. Da war ein Shelter aus dem Hause SGH. Das ist so ähnlich wie Dornier mit kleineren Fensterchen drauf, der eine relativ technische Ausstattung hatte. Das heißt, da war schon tatsächlich ein Bettchen drin, eine Küche auf so einem Racco-System, aber relativ verschweißte Stahlkomponenten, weil die Idee dahinter war ja nur im Sommer bei Wärme mal eben schnell. Ne? Und das Konzept ist dann relativ in den Zeitverläufen gewandelt worden. Was war der Ansatz? Der Ansatz war der, dass ich zu späterer Zeit tatsächlich in meinem Lebensverlauf nochmal schwuppdiwupp 3 Kinder bekommen habe, ne? Die jetzt mittlerweile 10, 8 und 4,5, bald 5 Jahre alt sind. Und dadurch natürlich das Bedürfnis, wenn man so eine Karre hat, irgendwo ein Reisefamilienauto draus zu machen, gewachsen ist. Ne? Das heißt, in der Ausbaustufe 2 ist tatsächlich, deswegen heißt das Fahrzeug ja auch Pizza, ein übrig gebliebener Shelter aus unserem Projekt, den wir mal voll ausgebaut hatten. Also dieser Zeppelin FM2, der hier auf dem Auto recht stimmig wirkt, ist etwas, was tatsächlich wie der Schinken am Tag zuvor übrig geblieben ist. Nämlich, wir hatten den auf einem Iveco F90, der eine oder andere erinnert sich ja vielleicht noch an die Bilder, das war, ich glaube, 14. Da war der drauf montiert und so richtig wollte den keiner haben. Warum? Ja, weil es ein Shelter ist. Ne? Und ein Shelter ist immer zwar was äußerst Stabiles und auch Gutes, aber er hat halt seine Nachteile, wie zum Beispiel die Höhe. Ne? Ja, Na, die innere kennst du ja Höhe auch. ist halt. Ist relativ knapp, ne? Ja. Ist nur so 1,90. Dann die Breite, der ist innen nur 2,5 Meter breit und dann natürlich die Länge mit 4,15 Meter. Das Gewicht, so ein Shelter wiegt in der gleichen Größe, eine GFK-Kabine könnte fast nur die Hälfte wiegen. Ne? Das Die war wiegt also, 700, ja, 600, ja, 700 Kilo. genau. leer. Und hier haben wir eher so 1100. Insofern ist der Shelter, das war so das Ideale für Selbstbauer, wird auch heute noch gern benutzt, aber mittlerweile sind die Preise auch für diese ausrangierten Bundeswehr-Shelter
in solchen Regionen, dass man sich schon überlegen kann, gleich eine ordentliche Kabine zu nehmen. Also der war übrig, war voll ausgebaut und jeder hat nur gesagt, schön, super, habt ihr das gemacht, aber es ist nur ein Shelter. Und also unsere Vorstellung, den auch, sagen wir mal, kostendeckend zu veräußern, die hat sich nicht erfüllt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor das alles hier so stehen bleibt und wir es verschenken, mache ich es doch mal auf meine Karre. Dann habe ich wenigstens etwas Gemütlicheres im Aufbau. Ja. Und wir können dann auf die Art und Weise wenigstens mal gepflegt auf Reisen gehen. Ne? Ja. Lass uns nochmal auf die Zahlen zurückkommen. Wir haben ja am Anfang was von 19 Tonnen gesprochen vom Fahrzeug. Jetzt steht da eine 13525. 13525. Also das ist ja nicht mehr so original. Stimmt. Und an der Karre, über die Karre gibt es so viel zu erzählen, dass wir wahrscheinlich 3 Stunden hier labern könnten. Oh je. Deswegen tritt mich mal an der richtigen Stelle, danke Rico, damit ich mich ein bisschen auf das konzentriere, was auch die Leute wirklich interessiert. Okay, 13525, das habe ich mal draufgeklebt mit dieser jetzt schon etwas in die Jahre gekommenen Beklebung. Wir haben es ja eingehend gesagt, wie viel PS hat man? 420. Okay, 420. Wir fangen mal von vorne an, dann sind wir relativ schnell beim Motor. Wir haben dem Auto am Anfang diese Stoßstange verpasst. Ne? Wer hat die designt? Das ist eine Bierabend-Stoßstange. Die ist einfach so dahin gewandert. Wir haben uns über das Design keine Gedanken gemacht. Wir haben ein Rohrgestell gebaut, haben es dann verkleidet, haben uns immer wieder mit einer kleinen Flasche Bier in der Hand davor gestellt und haben uns Gedanken gemacht, wie das nett aussehen würde. Und so ist die Stoßstange gewachsen. Also längstens weit entfernt von CAD und irgendwelchen Gestaltungsdingern, massiv aus Stahl. Also das heißt, es ist ein Stahlriffelblech. Das können wir hier mit 4 Schrauben abschrauben, um an die Scheinwerfer dran zu kommen. Das sind tatsächlich die Blinker. Das sind zugelassene Lichteinheiten. Ist darauf adaptiert, war so das erste große Ding, was kam. Da war das Auto sogar noch blau. Ne? Dann haben wir abgeschraubt diese etwas zerrupften Kunststoffteile. Die sind dann im Laufe des Wiederzusammenbaus, nachdem wir die in der Hand hatten und hatten gedacht, Kunststoff ist doch nicht so das Wahre, haben wir ein bisschen Alublech genommen und den Einstieg gebaut. Der ist dann wieder dran gewachsen im Rahmen der Restaurierung, weil das Auto hat tatsächlich als 93er schon das eine oder andere Löchchen. Ne? Jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. 13525. Ich habe mir halt gedacht, okay, wenn das Auto fertig ist und ich ein Endgewicht habe, tausche ich die Federn alle, die genau zu dem Endgewicht passen. Das heißt, ich habe das ganze Fahrzeug rundrum auf ein Parabel umgerüstet, die eben den Achslasten angenehm zuordnungbar ist. Das heißt, an der Vorder- und der Hinterachse ist eine Feder, die kann 6,9 Tonnen. Also dafür ist die ausgelegt. Das Fahrzeug, so wie es jetzt steht, wiegt im fahrfertigen Einsatz ziemlich genau 12 Tonnen. Ja? So, und nachdem ich mir gedacht habe, okay, wenn wir auf 12 Tonnen rauskommen, machen wir einen 13-Tonner draus. Und weil ich schon angefangen habe, so wie ich es häufig mache, an den Motoren ein bisschen rumzubasteln, hatte er tatsächlich zur Gründungszeit, also in der Stage 1, dann eine Motorenadaption durch eine optimierte Einspritzpumpe und andere Einspritzdüsen erhalten und hatte 525 PS. Deswegen 13525. Ja. Dabei ist es aber nicht geblieben. Ja, also im Grunde genommen müsste ich jetzt den Aufkleber runter kratzen und momentan draufschreiben 13600. Ja, warum? Gibt es auch eine Geschichte dazu, liegt gar nicht so lange in der Vergangenheit. Wir sind 2018 mal durch Tunesien gefahren. Da gibt es so eine lange ansteigende Düne, die nennt man die Neckermann-Düne, ziemlich nah bei Dus. Und trotz geringen Reifendrucks und 525 PS bin ich diese blöde Düne nicht hochgekommen mit dem Auto. Und dann also hast du in dein Lenkrad gebissen und hast dir dann gedacht, in eine gewisse Depression gefallen und habe dann schwuppdiwupp nach der Heimfahrt dafür Sorge getragen, einen anderen Turbolader auf das Fahrzeug zu adaptieren, nochmal das Thema Einspritzpumpe in die Augen zu nehmen und dann auf dem Leistungsprüfstand so ziemlich genau 603 PS bei einem Drehmoment, das liegt fast bei 3000 Newtonmeter zu haben. Und das Tolle ist, dieses Drehmoment, wir haben das so gut hingebracht, das steht auch an. Also es stehen, sagen wir mal, so bei 1000 Umdrehungen schon deutlich über 2000 Newtonmeter Drehmoment an. Also das heißt, über dem Standgas hinaus ist dem Auto eigentlich völlig wurscht, welchen Gang du nimmst. Egal wie steil es ist, es geht einfach vorwärts. Ne? Und das Ziel war damit erreicht und übertroffen. Mit natürlich welchem Ergebnis? Wir sind beim nächsten Einsatz die Düne hochgefahren. Ne? Und damit ist mein Gemüt auch befriedigt und
was heißt das jetzt mittelfristig und langfristig, werden wir es bei den 600 PSchen belassen, weil ich das als ausreichend bezeichne. Ja, da wird wahrscheinlich der eine oder andere fragen, Mann, 600 PS und so eine Kiste. Und die erste Frage, die wir mal kriegen, ist welche? Was verbraucht der? Ja, was verbrauchen der? Ne? Was verbrauchen das Ding? Weil Diesel. das ist ja, ist aber durchaus eine berechtigte Frage. Also ob ihr das jetzt mir glaubt oder nicht, wenn wir auf unseren Touren mit den Iveco 9016 und mit den 7,5 Tonner unterwegs sind, brauche ich exakt so viel wie der 7,5 Tonner. Also ich brauche im Schnitt, je nachdem wie ich fahre, zwischen 21 und 24 Liter Kraftstoff. Man könnte auch tatsächlich unter 20 fahren, wenn man es übertreiben wollte, aber dann kriegt man nur mit 80 dahin. Und das ist folgendem Umstand geschuldet, Rico. Ich fahre mit dem Fahrzeug 90 Stundenkilometer mit 1050 Umdrehungen. Also der macht nur so wie so ein alter Schiffsdiesel, flum, 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 flum unten. Ne? Und hat eigentlich über dem Standgas fast nichts zu tun. Ne? Und daraus her jetzt auch also ich frage mich selber, warum es so ist, aber ist es tatsächlich, es kann nur daran liegen, dass er einfach so effizient mit einem hohen Drehmoment schon dahin schnurrt, dass der nichts braucht. Ne? Während die anderen in der Geschwindigkeit halt schon teilweise deutlich 2000 oder 2200 Umdrehungen haben. Ja, ne? genau. So, das heißt im Widerspruch zu dem, dass Kraftstoff bedeutet, ist es tatsächlich so, dass wir auch bei unseren Touren im Offroad-Bereich habe ich immer den gleichen Verbrauch. Also wenn die 400 Liter reintanken, also das heißt, ich bewege mich auch jetzt, wenn wir viel Offroad fahren, selten über 25, 26 Liter, was jetzt ein 7,5 Tonner auch braucht. Und damit natürlich Prädikat sehr effizient und im Vergleich jetzt zu modernen Autos auch wirklich, kann sich das echt sehen lassen, weil jetzt ein ganz moderner, gerade diese Arocs, die wir haben, die brauchen vielleicht nochmal 1 Liter oder 2 oder 3 Liter, vielleicht weniger. Aber das ist alles noch so in einem Rahmen, wo ich sagen kann, sehr effizient. Ne? Ja, was haben wir noch gemacht? Die Stoßstange am Anfang, die Einstiege, wenn man hier vielleicht mal mit der Kamera reinguckt, da sieht man so ein paar Gimmicks, die schon sehr spannend aussehen. Wir haben dem nämlich ein Doppeldämpferfahrwerk verpasst mit einem elektrisch verstellbaren Dämpfer. Auf dem Dämpfer ist hier eine Verstellung drauf. Das heißt, ich kann mit dieser Verstellung die Kennung nochmal ändern und kann den nochmal ein bisschen steifer machen. Weil ich nämlich am Anfang, dadurch, dass ich ja vorhatte, Rallye zu fahren, wenn du nochmal guckst, hier ist nämlich auch noch was ganz Wichtiges, ein Fangseil. Wir haben den rundherum Stahldrossen verpasst, dass wenn er voll ausfedert, dass er mir die Dämpfer nicht beschädigt. Das war eine so der Maßnahmen relativ am Anfang, die auch so aus den Ideen des Rallye-Tums angelegt ist. Die Parabel vorne, die haben schon ein bisschen einen Treffer, wie ihr seht. Die muss ich mal austauschen jetzt in der laufenden Saison. Die habe ich schon sehr beansprucht. Die waren zwar mal nagelneu, wie sie reingekommen sind, aber ein paar Mal haben wir schon richtige Löcher verschafft. Und wenn die solche Buckel kriegen in der mittleren Welle, sind die eigentlich durch und die brauchen mal ein Replacement. Habe ich schon da liegen, muss noch reinwandern. Ich bin jetzt so gute 100.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Das heißt, wie ich das in Betrieb genommen habe, hatte es tatsächlich auf der Uhr schon so um die 300. Wir haben alles regeneriert. Also regeneriert heißt auch, ich habe im Laufe der Überholung die Zylinderköpfe alle runter gemacht, habe die überholt, habe die Zylinder vermessen, habe die Kolben vermessen, habe also den Motor komplett überholt, habe die Verdichtung etwas erhöht, habe alles überholt. Also das war zwar noch recht gut, aber ich habe es überholt und wieder zusammengebaut. Das heißt, die Maschine ist die hat jetzt so 90 oder 100.000 Kilometer, ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Um dann einfach die Adaption und die Leistungssteigerung im nächsten Schritt auch auf das Ganze zu machen. Ne? Ja, dann haben wir dran gebaut, wir haben eben Hardfacts. Ne? Also wie gesagt, du musst mich zu manchen Dingen einfach fragen, was entscheidend ist. Hardfacts sind im Grunde genommen, wenn wir mal über die Kabine gucken, ist es einfach so, dass wir ein Fernverkaufsfahrhaus genommen haben. Ja? Also im Ursprung hatte der tatsächlich schon diese relativ lange Kabine. Also mit dem erkennt man ja auch noch daran, dass hier noch die Rundung ist. Die war so. Genau, die war so. Und das ist auch ganz gut so, weil ich habe hier in dem Fahrzeug, wir gucken ja nachher mal kurz rein, 5 eingetragene Sitzplätze. Also hier auf dieser Seite und der gegenübergelegenen Seite sind 2 gedrehte Sitze, die mit einem Bett überbaut werden können. Das Bett ist auch momentan gebaut, ne? Das sieht man hier am Kisselchen. Und damit bin ich in der Lage, zu 5, 3 Kinder mit 5 Leuten auch da zu fahren. Der nächste Schritt, wenn wir am Fahrhaus bleiben, war,
das Dachzelt oben. Also wir haben auf das Fahrzeug auch im Hinblick darauf, dass ich Schlafplätze brauche, ein Dachzelt gebaut, das du innen durch die ehemalige Dachluke besteigen kannst. Also das heißt, wenn ich das aufmache, dann muss ich aufs Dach hoch. Dann ist es aber auch möglich durch den LKW, da können wir vielleicht ja schon mal ganz kurz reingucken, durch die ehemalige Dachluke. Ne? Hier oben sieht man es, da sind auch noch die Dachlukenhalter, die gerade nach vorne gefahren sind. Die habe ich dran gelassen, wer weiß, wenn man es mal runterbaut, da könnte man einsteigen. Das geht sogar für einen Kerl wie mich ganz gut. Ne? Und also bei Regen hat es halt den Vorteil, dass ich nicht irgendwo durch die ganze Kiste außenrum beklettern muss. Ne? Ja, wir wollten ja vorne anfangen. Ne? Wir haben hier so ein Rohr gebaut. Was ist das, der Henkel zum Wegschmeißen am Ende? Nee, ne? Das wäre schade. Wäre schade. Ne? Wir haben ein Rohr gebaut und da oben sind so zwei Wäschetröge mit Rohren angesetzt. Was ist das? Tatsächlich ist das die erhöhte Luftansaugung mit 2 Doppelzyklonfilter auf dem Dach. Warum 2? Ja, braucht halt Luft. Das ist eine Pizza. Ne? Ich hatte nur, von diesen Feldern hatte ich nur welche, die für einen 6-Liter-Motor gut waren. Und die waren natürlich rechnerisch für einen 12 Liter zu klein. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja einen 12 Liter reinen 6-Zylinder. Also habe ich mir gedacht und habe auch mit den Herstellern gesprochen, dass wir einfach die Luftströmung auf 2 solche Filter auftauchen, um eben die Luftleistung wieder zu kriegen. Also es sind 2 Filter, die normalerweise für ein 300 bis 350 PS Aggregat gut werden. Und um die nicht so hoch zu machen, um die Höhe in der Stimmigkeit zu machen, habe ich die doppelt verbaut. Ne? Das heißt tatsächlich, vom Turbolader ist die Luftansaugung bis dort hochgelegt. Haben wir selber gebastelt aus einem Aluminiumrohr, gab es ja in der Form nie. Der eine oder andere findet es gut. Wenn ihr mich jetzt fragt, aus heutiger Sicht würde ich das wieder machen, sage ich ein ganz klares Nein. Warum? Weil in dem Rohr bildet sich während der Fahrt durch Warmenfall so viel Kondensat, dass ich immer Wasser im Zulauf stehen habe, also in der Leitung zum Turbolader. Ja. Und ich musste mir hier eine Entwässerung bauen. Wenn wir vielleicht mal mit der Kamera drunter gucken, ist hier ein umgebauter SEPA-Filter angebracht. Ne? Also ein SEPA-Gehäuse, in dem ich das Wasser fange. Ja. Also wenn ich jetzt im Regen fahre zum Beispiel und dann oder auch jetzt warm-kalt und dann, sagen wir mal, alle Zeit mal ablassen kann. Ne? Weil am Anfang hatte ich da Glück, da standen 5, 6, 7 Liter Wasser in dem Rohr ne? Und das Rohr hing durch ein bisschen, weil zum Schluss ein Fleckschlauch verbaut ist. Und ich hatte Glück, weil wenn der Motor das halt auf einem Schlag mal durchhustet, dann kriegt er einen Wasserschlag. Ne? Ja. Also insofern würde ich heute die Luftansaugung aus einem Kunststoffrohr bauen. Also auch andere Hersteller sehe ich, die basteln aus Aluminium. Das halte ich so ein bisschen aus den Gründen und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, für gefährlich bzw. für wartungsintensiver. Wenn man das Ding jetzt, sagen wir mal, alle 2, 3 Monate leert, ist es an und für sich kein Problem. Ne? Ja, Rico, bleiben wir mal noch ein bisschen vorn. Wir haben die Dreier-Einstiegsketten, die wir heute noch so verbauen. Wir haben hier eine Aluminiumfelge verbaut. Und was für eine Reifengröße? Kannst du das lesen? 16 R20. Genau, wir haben den auf 16er Räder gestellt. Wenn wir mal so 2 Meter weggehen, bei einem 380er Radstand, finde ich nach wie vor, dass die Räder auf dem Auto die gehören da drauf? Die gehören da drauf, ja. Die wirken jetzt nicht zu groß. Ne? Die wirken nicht zu groß, würde ich auch jederzeit wieder machen. Gibt dem Auto natürlich auch im Gelände eine extrem große Auflagefläche. Ja. Ne? Und sorgt dafür, dass die ohnehin schon sehr lang ausgelegte Übersetzung, also das Auto fährt in der Spitze im letzten Gang theoretisch über 150 Stundenkilometer. Praktisch ist es natürlich nicht machbar, also ich habe mal 140 probiert, aber mehr traue ich mich dann wirklich auch nicht, weil das natürlich dafür nicht gemacht ist. Auch die Reifen sind für 90 Stundenkilometer gemacht bei voller Ausladung und nicht für höhere Geschwindigkeiten. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Ja, wenn wir bei den Reifen sind, dann kommen wir ja schon so auf das Thema Übersetzung. Da fragt vielleicht eine oder andere, okay, über den Motor haben wir geredet. Wir haben einen 12 Liter rein 6-Zylinder. Wir haben Allradantrieb natürlich hier in einer besonderen Form. Etwas sonderbar, was hier verbaut wurde. Hier ist nämlich tatsächlich ein zuschaltbarer Allradantrieb mit einem aber dennoch offenen Mitteldifferential verbaut worden. Also ich habe eine Mitteldifferentialsperre, kann ein Allrad zuschalten, war eine Sonderlösung. Normalerweise gab es sie nur zuschaltbar. Die Mitteldifferentialsperre ist was ich so noch nie gesehen habe.
Wir können mit Heckantrieb fahren, wir können, wie gesagt, den Allrad zuschalten, wir können die Mitte sperren und die Hinterachse sperren. Ich habe keine Vorderachssperre auf dem Auto, die ich am Anfang jetzt aus Gründen, wer hat, der hat, zwar vermissen wollte, aber in der Praxis nicht brauche und auch nicht vermisst, weil ich einfach mit, sagen wir mal, 3 Sperren und Vortrieb auf 3 Rädern im V-Fall immer wunderbar zurechtgekommen bin und nie in eine Situation gekommen bin bis jetzt, wo das nicht gereicht hat. Und ich habe schon einiges ausprobiert. Das Auto hat ja bis jetzt auch ein bisschen schon eine Patina, wie man sieht. Ne? Überall ist ein bisschen Sand, Staub und Dreck. Also wir haben da schon einiges mitgemacht, wirklich einiges mitgemacht. So, was haben wir noch? Eine Felge, da wird jeder sagen, oh, Bedlock-Felge, Hutchinson-Felge. Nein, ist keine Hutchinson-Felge, ist die Fuchsfelge von der Bundeswehr. Ne? Warum? Wenn ich die Fuchsfelge kriege, habe ich die auch für einige Modelle benutzt. Die sieht optisch ähnlich aus, kann auch das Ähnliche und insofern auch immer wieder gern gesehen und ist ein bisschen leichter baubar auf solche Features wie eine Reifendruckregelanlage. Ne? Ja. Wir haben auf der anderen Seite, man sieht es hier am Briefkasten von TI System, eine Reifendruckregelanlage verbaut und mit der Anlage hier, hoppla, kann ich die Ventileinsätze ein bisschen schöner einsetzen, weil bei den Hutchinson-Felgen sind die vorne drauf und da hat man vielleicht beim Wolfgang gesehen, der hat so eine Konstruktion in seinem Video gehabt. Ne? Und ich kann das Ventil hier schon komplett versenken, dadurch, dass es in der Mitte kommt. Ne? Was ich noch gemacht habe zur Reifendruckregelanlage, man sieht es hinten, ich habe ein Tayamoni, also ein Reifendruckkontrollsystem verbaut. Das ist auch über einen T-Stick adaptiert. Hinten, wenn man mal dran leuchtet, da ist es zwar ein bisschen krumm, weil das Ventil sich bogen hat, sieht man das. Wir haben da ein T-Stück, da hängt vorne der Adapter fürs Reifendruckregelsystem drauf und hinten der Sensor für einen Tayamoni. Ne? Also das heißt, ich kann den Reifendruck innen auf einem Monitor ablesen. Eine ganz einfache Lösung, die sich absolut über die Jahre jetzt bewährt hat. Das habe ich schon eine ganze Zeit dran. Ne? Wenn jetzt halt Dreck drin ist, dann verbiegt es ab und zu mal das Ventilschaftchen. Sind dicht, gab es nie Situationen, würde ich heute wieder verbauen. Und damit bin ich in der Lage, während der Fahrt auch gewarnt zu werden, wenn mal was sein sollte und ich ungewöhnliche Druckverluste habe. Ne? Ja, hier ist es auch die Bedlock-Felge. Man sieht es, die ist gedreht. Die habe ich rundherum verbaut natürlich. Aluminium, also eine Aluminiumfelge. Gewichtsersparnis pro Rad 30 Kilo, aber darum ging es mir nicht. Mir ging es einfach darum, dass es eine schöne Lösung ist und optisch auch ganz gut aussieht. Die Vorteile jetzt im praktischen Einsatz halten sich eigentlich gegenüber einer Stahlfelge, wenn es nicht ums Gewicht geht, auf einem Niveau. Ne?